Ich bin jetzt super erleichtert, weil ich habe jetzt, stehe vor der iranischen Botschaft und tada, ich habe mein Visum bekommen. So, jetzt kann die Reise losgehen und viel Spaß beim Film. So, ich stehe jetzt hier am Flughafen Berlin-Schönefeld und ich möchte mal auf gestern zurückkommen, als ich mir Visa beschafft habe. Der Gang zur Botschaft, das war echt ein Höllentrip. Also ich hatte sowas von Angst gehabt da, dass ich da jetzt irgendwie verhört werde, wenn ich da irgendwas falsch ausgefüllt habe und dass ich dann doch nicht angenommen werde. Aber nee, Quatsch. Lief alles ganz entspannt. Die haben mir sogar Studentenrabatt gegeben. Normalerweise hätte ich für einen Antrag 50% Aufschlag zahlen müssen, aber den haben sie mir entlassen, weil sie sagen, zum einen bin ich Student und zum anderen komme ich weit weg, von weit her aus Dresden. Und ja, das war schon mal sehr freundlich gewesen. Nach einer halben Stunde hatte ich Visum gehabt ohne große Fragen, also gar keine Fragen. Und die Ängste, die kamen natürlich immer wieder hoch. Jetzt weiß ich, aha, jetzt fliege ich in den Iran und ich denke manchmal halt so, ich packe es nicht so. Aber jetzt bin ich hier, bin so weit gekommen und jetzt geht es endlich los. Ich habe bis heute Morgen um 5:30 Wäsche gebügelt und gepackt. So. Habe dann eine Stunde geschlafen, musste dann wieder aufstehen und jetzt hat mich eine Mitfahrgelegenheit nach Berlin gebracht. War sehr nett gewesen und total begeistert davon, dass ich in den Iran fliege. Jetzt bin ich hier und jetzt geht es weiter bis zum... So, Check-in war erfolgreich. Ich bin froh, dass ich auch das überstanden habe. Aber der Flug hat sich um 2,5 Stunden verspätet und jetzt muss ich hier die Zeit totschlagen. Ich habe auch jetzt ziemlich Hunger. Ich glaube, ich werde mir erstmal was zum Essen holen. Und ja, wie ihr seht, ich bin am Flughafen im Transitbereich, oder? Ja. Ich sitze jetzt in dem entscheidenden Flugzeug. Ja, das ist mein provisorischer Schlafplatz hier in einem Gebetsraum. Ich werde euch im nächsten Kommentar erzählen, wie es hier zu kommen ist. Ich versuche erstmal 2,5 Stunden hier auf dem Boden ein bisschen Ruhe finden zu können. Bis nachher. Ja, guten Morgen. Das waren aufregende Stunden gewesen, die ich jetzt hinter mir habe. Ja, mein erster Flug alleine und ja, so ziemlich ins Ausseits. Berlin nach Istanbul, ja, Billig Airline. Das heißt, man musste da halt Getränke und Essen da bezahlen im Flugzeug, wenn man welche haben wollte. Aber hat mich nicht weiter gestört jetzt. Habe mir jetzt was am Flughafen Feines geholt. Ja, ansonsten die Stewardess waren ganz nett gewesen und ja, den Flug habe ich überstanden. Istanbul sind wir nachher angekommen. Der Flughafen da relativ sauber und modern eingerichtet, also ganz hübsch. Ich muss ja noch sagen, wir hatten 3 Stunden Verspätung gehabt, ja, also das war schon ein bisschen langweilig, da jetzt die ganze Zeit in Berlin totschlagen zu müssen. Und ja, wir kamen in Istanbul an, habe ich gleich den Anschlussflug nach Teheran gehabt.
Ja, bin da eingestiegen und das war ein ganz komisches Gefühl gewesen, Ich sitze jetzt in dem entscheidenden Flugzeug. alleine jetzt in dieses Land zu fliegen. Ja, also ansonsten war der Flug eigentlich auch ziemlich ähnlich. War ja auch gleiches Flugzeug, gleiche Gesellschaft. Das einzige Interessante war jetzt da noch, als der Flieger gelandet ist, haben sich die ganzen Frauen ihre Kopftücher herübergezogen. Ganz normaler Vorgang dort. So, und dann Passkontrolle ohne Probleme. Da nach einer halben Minute habe ich den Pass wiederbekommen. Ging dann durch, holte meinen Koffer, der war dann auch gleich. Und ja, dann habe ich mir jetzt überlegt, wie komme ich jetzt am besten zum Hotel. Ja, und da waren halt Taxis gewesen, da hat mich gleich der erste Taxifahrer angesprochen. Der konnte eigentlich nur 3, 4 Wörter Englisch, also ziemlich schlecht auch. Und dann haben wir uns auf einen Preis von 20 Euro geeinigt. Gewechselt habe ich noch nicht, weil der Wechselkurs im Flughafen ziemlich schlecht ist. Der Schwarzmarkt ist da wesentlich besser. Und ja, hat er mich für 20 Euro dann halt 1 Stunde und 50 Kilometer weit kutschiert. Ja, wir haben noch eine halbe Stunde gebraucht, bis wir nach mehreren Nachfragen das Hotel gefunden haben. Also ich muss sagen, der Verkehr in Iran ist ja echt die totale Katastrophe. Ja. Also da fährt jeder, wo er will und wo er Platz hat. Und sowas wie Spur halten und so kennen die Iraner nicht. Und der Taxifahrer war auch ziemlich flott unterwegs. Ich habe mich insgesamt in so einem Computer-Auto-Rennspiel halt gefühlt. Nur halt in echt. Ne? Und zum Hotel, ich bin nicht sofort in mein Zimmer reingekommen, weil ich halt 5 Uhr morgens schon da war. Check-in-Zeit ist erst 10 Uhr und es waren auch alle Hotelplätze belegt gewesen. Deswegen haben sie mich halt in den Gebetsraum, glaube ich, geschickt und dort haben sie mir 2 Decken und Kissen gegeben und dort konnte ich erstmal 5 Stunden schlafen, worüber ich auch heilfroh bin, dass ich es machen konnte, denn die letzten Nächte habe ich so gut wie gar nicht geschlafen. In der Nacht davor, bevor ich mein Visum geholt habe, 3 Stunden, die darauffolgende Nacht 1 Stunde, weil ich mit Packen und Bügeln beschäftigt war und im Flugzeug, ja, kann man auch vergessen mit Schlafen. Ja, jetzt haben sie mich in mein Hotelzimmer reingeführt und ich kann euch hier mal rumführen. Ja, an sich ziemlich einfach eingerichtet, etwas schäbig, aber für den Preis von 13 Euro die Nacht vollkommen okay. Alles, was man braucht, es ist zum Glück relativ sauber alles soweit. Ja, also hier ist das Bad, von der Sauberkeit auch noch annehmbar. Ja. Nur die Toiletten halt, die muss ich mit den anderen Hotelgästen teilen, aber für den Preis lässt sich das arrangieren. So, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal duschen, was zum Frühstück holen und dann werde ich anfangen, Teheran zu erkundigen. So, meine ersten Stunden in Teheran. Unglaublich. Es ist immer noch faszinierend. Also es ist komisch hier zu sein, auf jeden Fall. Aber ich habe heute schon viel Schönes gesehen. Nachdem ich aus dem Hotelzimmer rausgegangen bin, bin ich erstmal die Straßen lang, so ganz, also wieder etwas anderes. Mein Hotel ist da an der Straße, wo ganz viel Autozubehör verkauft wird. Und ich habe versucht, da irgendwo eine Geldwechselstube zu finden, habe aber nichts gefunden. Und dann bin ich halt erstmal in den Stadtpark gegangen und habe versucht, da Bekanntschaften zu schließen. Ist mir leider nicht gelungen. Bis ich 2 Leute traf, die irgendwie denselben Reiseführer hatten wie ich und darin eifrig lasen. Da habe ich sie gefragt, ob sie Deutsche wären. Sie meinten, sie wären Österreicher. Und dann habe ich sie halt auch gefragt, wo man am besten hier Geld wechseln kann. Und obwohl halt behauptet wird, dass die Hotels da teure Preise haben, gab es immer noch einen guten Kurs, meinten sie, von 40.000 Rial. Ja, dann bin ich zum Hotel gegangen. Also zum anderen Hotel einfach. Und die haben mir 41.000 Rial für 1 Euro gegeben. Das ist ein guter Kurs. Und ja, habe ich 100 Euro gewechselt. Jetzt bin ich echt Multimillionär, also 4,5 Millionen Rial habe ich in der Tasche. Das ist nicht ohne. Und ja, und dann hatte ich halt auch ziemlich Durst gehabt und wollte irgendwo da draußen was essen, aber die Straße war mir zu laut, das war nicht besonders
angenehm da. Dann bin ich erstmal zur Metro und wollte erstmal irgendwo rausfahren. Und bei der Metrostation hat die Cola da 7.000 Rial gekostet. Das sind ungefähr 15 Cent, 20 Cent vielleicht. Und da habe ich ihnen einen 500.000er Schein gegeben, der 12 Euro wert ist, und dann war die Verkäuferin erstmal total überrascht davon, dass ich ihr so viel Geld dahin drücke, aber hat trotzdem freundlich gelächelt und mir Rückgeld gegeben, also es ist, als ob ich da einen 500er hingelegt hätte, also 500 Euro. Das ist für sie viel Geld, ja, also Trinken und Essen ist hier wirklich spottbillig. Und als ich auch mit der Metro gefahren bin, also eine Strecke, egal wie lang mit der Metro, umgerechnet 12 Cent. Also Hammerpreis eigentlich. Es lohnt sich hier richtig mit der Metro zu fahren. Die ist auch sehr modern, sehr voll. Es gibt für Frauen extra ausgelegte Waggons, in denen sich Frauen aufhalten können. Aber sie dürfen auch die gemischten Waggons nutzen, obwohl es für sie nicht zu empfehlen ist, weil sie ja auch oft dumm angemacht werden. Eben von den Männern, eben weil es auch sehr, sehr eng da drin ist. Sehr, sehr eng. Und ja, da bin ich erstmal gefahren. Zum nördlichsten Punkt irgendwie, soweit es geht mit der Metro. Und dann irgendwie mehrere hundert Meter in einer Tour hier einen Berg hochgelaufen. Ey, ich war für lange Zeit echt vom Umfallen gewesen. Und ja, irgendwie wollte ich mit der Seilbahn fahren oder mir Teheran von oben angucken. Und habe es jetzt bis hier oben geschafft, kurz vor den hohen Gipfeln. Und hier ist ein sehr angenehmer, schöner, ruhiger Park. Sehr angenehm. Und hier gibt es auch irgendwie so eine Art Achterbahn ohne großen Nervenkitzel in den Bergen. Die werde ich gleich auch mal fahren wollen. Ich habe mir erstmal hier wieder eine Pepsi gekauft, weil ich nichts mehr zu trinken hatte und kurz vorm Umfallen war. Also ich habe mich gehechelt, das war echt... Boah, das war echt schlimm. Zum Glück hatte ich hier was gefunden. Ich habe schon die Befürchtung gehabt, hier wäre nichts mehr. Ja, es ist jetzt sehr, sehr angenehm. Hat auch einen relativ guten Ausblick auch auf Teheran. Ja. Ja, danach ist noch jede Menge passiert. Ich bin dann erstmal die Achterbahn gefahren und die konnte man selber steuern, also die Geschwindigkeit zumindest. Und man hatte da oben in den Bergen in dieser Achterbahn einen super Ausblick auf Teheran und ja, ganz lustig, dass es halt in den Bergen so ja, herumgeht. Und man hat uns noch ein Foto, also man hat noch Fotos gemacht, so wie immer bei Achterbahnen. Ich habe es versucht mir zu kaufen da, aber da die da ebenfalls kein Englisch sprechen konnten, hat mir dann zum Glück dann eine Dame, die hinter mir stand, dabei geholfen, die super Englisch konnte. Und sie hat ja, es soweit arrangiert, dass ich das Foto bekommen habe. Danach habe ich noch ein paar Jungs getroffen, die mit mir eine Konversation halten wollten, aber so gut wie gar kein Englisch konnten. Stattdessen wollten sie aber lieber Geld aus meinen Taschen ziehen für kleine Gegenleistung, als freundschaftliche Konversation zu halten. Das habe ich erst zu spät gemerkt. Und als ich nachher gegangen bin, habe ich gemerkt, dass mir die Kopfhörer von meinem Handy fehlten. Und dann bin ich halt zurückgegangen, habe einen verwirrten Blick gehabt, bis mich die Dame, die da mir vorhin geholfen hat bei dem Foto abholen, bis sie mich wieder gefragt hat, so, ob alles in Ordnung wäre. Dann habe ich ihr halt geschildert, dass meine Kopfhörer verloren gegangen sind und ich habe vermutet, dass die Jungs das halt geklaut haben. Wir sind dann zum Parkchef gegangen, haben die Situation geschildert und irgendwann kamen dann die Kopfhörer dann doch wieder zurück. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist noch alles gut gelaufen. Ja, nachdem ich dann eine wirklich nette Konversation mit der Dame und ihrem Mann und ihrem Neffen gehalten habe, die alle sehr, sehr gut Englisch sprechen konnten, haben sie mich eingeladen, mit ihrem Auto halt in die Stadt zu fahren und Sehenswürdigkeiten anzusehen. Sie wollten erst in den Schah-Park, in den Garten des Schahs, dieser Palast da und so weiter. War leider geschlossen gewesen. Dann haben wir halt beschlossen, zum Fernsehturm von Teheran zu gehen. Sehr groß, der 5. größte Fernsehturm der Welt.
eine super Sache da, echt super Ausblick auf die riesige Stadt Teheran. Und ja, da haben sie noch sehr, sehr viel Kunsthandwerk da angeboten zum Verkauf, was man sich mal anschauen konnte. Und, Musik war da nachher auch noch. Ja, sehr, sehr viel Prunk, Springbrunnen und so, alles wirklich sehr, sehr schön. Die Leute waren alle gut drauf gewesen und ja, war auch jede Menge los. Und danach haben sie mich nach Hause zum Essen eingeladen. Ich willigte natürlich ein, wollte natürlich auch mal gucken, wie die Perser essen und leben. Und deswegen war es an sich eine ganz nette Angelegenheit. Wir sind dann, ja, dann sind wir halt nach Hause gefahren zu denen. Sie haben wirklich eine sehr, sehr hübsche Wohnung. Anscheinend legen die Iraner sehr, sehr viel Wert auf Kunst innerhalb der Wohnung, dass alles gut aussieht, ne? Und wie typisch immer halt diese Perserteppiche. Ja, ich habe sogar in meinem billigen Hotel hier einen ganz, ganz einfachen Perserteppich hier, aber immerhin. Ne? Wir haben dann Abendbrot gegessen und danach gab es halt das übliche Teegetränk, wo wir auch jede Menge uns über Politik ausgetauscht haben. Dann habe ich mit dem Neffen halt noch Schach gespielt, wird aber leider immer verloren. Nach dem Teegetränk war es dann halt auch schon 12:30 gewesen. Ins Hotel haben sie mich gefahren, weil halt ja, ab 10 Uhr keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr fahren, ab 12 Uhr die Straßen so gut wie leer sind. Ja, weil alles schließt um die Zeit. Und ich kam dann spät an im Hotel, 1 Uhr, halb 2, glaube ich. Der Rezeptionist wirkte ziemlich genervt, weil er musste erstmal die Tür aufsperren, er hat anscheinend geschlafen. Und ja, also so spät sollte ich dann doch nicht mehr hier immer erscheinen. Ja, und dann bin ich auch erst um 3:30 schlafen gegangen, weil ich halt noch einiges organisieren und vorbereiten musste für den nächsten Tag. Bin dann um 10 Uhr aufgestanden, hatte mir eine Dusche genommen, war so müde gewesen, dass ich gleich weiter geschlafen habe. Und jetzt ist es 2:30 und es wird mal Zeit, dass ich jetzt was unternehme. Der zweite Tag begann nicht besonders aufregend. Ich habe erstmal ausgeschlafen, schön lang, und nachdem ich mittags wieder in die heiße Sonne rausgegangen bin, wollte ich erstmal die Museen besuchen, die in meinem Reiseführer so aufgeführt sind. Aber da es ja Freitag war, das ist der islamische Sonntag, war da anscheinend, also ich hatte den Eindruck zumindest gehabt, dass da alles geschlossen war. Jedenfalls habe ich nicht den Eingang des Museumskomplexes in Teheran gefunden, und so bin ich wieder sehr, sehr viel herumgelaufen, ohne etwas erreicht zu haben. Nach einigen Kilometern habe ich dann eine armenische Kirche gefunden, in die ich mich erstmal hereingesetzt habe und ja, mir angeschaut habe, was da so vonstatten geht. Und so wie es aussah, haben da Frauen da eine Hochzeit vorbereitet, weil sie da einen langen weißen ja, Teppich ausgelegt haben da im Gang der Kirche, und da war halt so auch sehr viel Herzschmuck gewesen. Ja, also war auf jeden Fall sehr interessant, eine Kirche wie jede andere auch. Die wurde natürlich eingezäunt, so dass sie da nicht von irgendwelchen antichristlichen Strömungen halt angegriffen werden, aber ansonsten hat da jeder Zutritt, und ich als Besucher konnte da auch einfach ohne Probleme herein. Danach habe ich die ehemalige US-Botschaft besichtigt, allerdings nur von außen. Wieder nur halt der große Zaun, rein bin ich nicht gegangen. Ich wusste gar nicht, dass man rein kann, dass da ein Museum drin ist, aber das hat man mir gesagt, das gibt es. Und eigentlich darf man ja Botschaften nicht fotografieren. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt diese US-Botschaft auch dazu gehört.
Jedenfalls, also im Reiseführer steht, dass wenn man fotografiert, es dort halt nur sehr unauffällig tun sollte. Jedenfalls war da halt ein Tourist gewesen, der da die Zäune halt mit anti-US-amerikanischer Propaganda bestickt sind. Jedenfalls hat er die fotografiert und dann habe ich ihn halt gefragt, ob das halt überhaupt legal sei und er meinte so, no risk, no fun. Das war auch ein einzelner Reisender aus Sydney. Ja, und danach sind wir halt noch ein bisschen weiter spaziert und ich habe ihn halt gefragt, was er so vorhätte, denn ich hatte gar keinen Plan gehabt, was man an einem Freitag in Teheran so machen könnte. Dann hat er uns nachher zu einer Galerie geführt, in der Künstler ihre Kunstwerke, plastische Kunst war da viel oder Fotografien halt ausgestellt haben. Konnte man kostenlos einfach rein und sich da die Kunst angucken. Sehr interessant, also auch die Iraner haben einen sehr guten Kunstgeschmack. Es gab da jede Menge tolle Sachen zu entdecken. ناگهان پرده برانداختی چه مست از خانه برون تاختی چه زلف در دست سبا زلف در دست سبا گوش به فرمان رقیب این همه با همه در ساختی Danach haben wir halt noch ein alkoholfreies Bier getrunken. Dabei hatte ich mir Holsten ausgesucht, also auch im Iran gibt es deutsches Bier, natürlich alkoholfrei, hat sehr lecker geschmeckt. Und danach haben wir uns wieder verabschiedet, er ist ins Hotel gegangen. Ich bin dann danach noch durch die Teheraner Gassen des Nachts geschlendert und habe am Ende mir Kebab gegönnt. Ein Iraker hat es dann für mich bestellt gehabt, weil ich mich nicht getraut habe und nicht gewusst habe, wie man es macht. Also hat er es für mich gemacht und ich konnte mein Essen genießen. Das war der zweite Tag. Am Anfang halt langweilig, aber hat noch ein gutes Ende gehabt. Samstag, der dritte Tag, war sehr schön gewesen. Ich bin extra mal früh aufgestanden, um halt viel erleben zu können. Und ich habe mich dann auch gleich auf Museumstour gemacht und habe da halt das Malek-Museum, das ist so ein Buchmuseum gewesen, halt besucht. Und das Nationalmuseum für Archäologie. Und also die waren halt beide sehr interessant gewesen. Ich habe sie am Anfang halt nicht so schnell finden können, weil sie auf der Karte halt nur ungenau halt eingezeichnet waren, weil es halt ein riesiges Gelände gewesen war. Und ich dachte halt, weil es halt Museen sind, die kann man auch fotografieren, dann auch von außen, weil es waren auch sehr hübsche Bauwerke. Habe ich dann auch Fotos gemacht. Und dabei habe ich versehentlich auch ein Foto des Außenministeriums gemacht, was strengstens untersagt ist. Ich dachte, das wäre auch ein Museum gewesen. Ich dachte, das wäre ein ganzer Museumskomplex gewesen, weil direkt neben dem Außenministerium zwei Museen sich befanden. Da dachte ich, das wäre jetzt auch eins gewesen. Ich habe erst auf der anderen Seite halt das Schild gesehen, dass es das Außenministerium ist und das Fotografieren verboten ist.
der Museumstour habe ich dann halt eine kleine Pause im leicht nebenan anliegenden Stadtpark gemacht. Und dort habe ich eine Gruppe Jugendlicher getroffen, die mich angewunken haben und gesagt haben, dass ich mal vorbeikommen soll, mich begrüßt haben. Und ja, wir hatten halt ein ziemlich nettes Gespräch gehabt. Ich habe dann halt so mal mitbekommen, halt, wie die Jugend im Iran halt so tickt. Jedenfalls haben wir uns halt über Themen ausgetauscht, die die Jugend halt betreffen und das Leben im Iran. Und am Ende gab es dann halt noch ein Foto. Das war mal ein sehr angenehmes Treffen. شب سردیست و من افسرده راه دوریست و پایی. Nach dem Stadtpark bin ich halt mal den nebenan liegenden Bazar besuchen gegangen. Es ist der größte überdachte orientalische Bazar der Welt und war aber nicht allzu interessant gewesen. Die Architektur, die ist eher anspruchslos. Dort es ist halt nur eine riesige Ansammlung von verschiedensten Geschäften. Ich habe auch nichts gekauft, ich bin einfach nur mal durchgegangen, um einfach mal da gewesen zu sein. Und habe dann noch aber dafür sehr leckeren, frisch gepressten Limettensaft halt trinken können. Das war sehr angenehm. Nach dem Bazar bin ich halt zu einer weiteren armenischen Kirche gegangen. Der Kirchenwärter, der konnte auch eigentlich relativ gut Englisch und wir hatten eine kleine Konversation geführt. Fotografieren durfte ich leider nur von außen. Und ja, ähnlich wie die erste armenische Kirche. Und man sieht halt auch, die Christen werden im Iran und auch die Juden werden im Iran nicht verfolgt. Sie haben durchaus ihre Rechte, ihre Ansprüche und ihre Daseinsberechtigung und sie können ihre Kirchen und Synagogen mitten in der Stadt bauen und ihre Religion frei ausüben. Also das ist echt da kein Problem. Christen werden und die Juden werden dort nicht verfolgt.
Wasser mal klargestellt. Nach dem Kirchenbesuch war es dann halt auch schon abends gewesen und ich bin auf Empfehlung eines Reiseführers in ein Café gegangen, weil ich auch mal gemütlich was trinken wollte. Und da war halt ein gutes Café gewesen. In dem konnten sie auch Englisch sprechen und ich habe mir da halt einen Salat und hier einen Cocktail bestellt. Die Preise waren halt annähernd westlichen Standards, aber es war alles sehr appetitlich, lecker gewesen und ja, zu einem relativ günstigen Preis im Verhältnis zum Westen. Und nach dem Besuch habe ich da im Café halt gesehen, dass da unten noch eine Shisha-Bar ist. Dann bin ich halt nach unten in die Shisha-Bar gegangen und habe mir eine Shisha bestellt. So konnte ich halt auch mal die iranische Wasserpfeife genießen. Und einer der Kellner da hat sich dann schnell mit mir angefreundet. Ja, er ist total fasziniert davon, dass er auch mal wieder mit einem ausländischen Touristen sprechen konnte. Er konnte auch sehr gut Englisch und hat das gleiche Alter wie ich gehabt. Ja, war sehr nett und ich habe mich sehr wohl gefühlt in dem Shisha-Café. Der 4. Tag war nicht gerade der Hammer gewesen. Ich habe dann mal wieder schön ausgeschlafen und nach dem Ausschlafen gab es dann mal das Frühstück im Hotel. Das war halt typisch iranisch. Fladenbrot mit Schafskäse und Marmelade und Tee dazu. Ja, ziemlich einfach. Die Iraner legen nicht so viel Wert auf Frühstück, eher auf Mittag- und Abendbrot. Aber man wurde satt. Und nach dem Frühstück wollte ich dann halt das Azadi-Monument besichtigen, bin dann aber 2 Metrostationen zu früh ausgestiegen und musste dann in brütender Mittagssonne eine lange Strecke gehen, bis ich dann halt das Azadi-Monument gefunden habe und es mir kurz besichtigt habe. Nach der Besichtigung des Azadi-Monuments wollte ich halt noch weitere Museen besuchen. Zuerst war dann das Museum für zeitgenössische Kunst dran gewesen, war aber nicht allzu interessant gewesen. Also da war halt eine Galerie von Bildern, ja, die waren künstlerisch attraktiv, aber hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Nebenan war dann das Teppichmuseum gewesen, auch nicht allzu interessant. Ich meine, die Teppiche hat man ja auch schon auf den Basaren halt gesehen, die sie da alle verkaufen. Ich war auch die einzige Person gewesen, die da war. Gut, es war halt auch schon abends, so kurz gegen 6, aber ich war halt die einzige Person, die da war und habe mich da auch schon ein bisschen beobachtet gefühlt. Aber ich habe die Teppiche gesehen, da waren auch viele historische dabei und ja, ich habe es gemacht, gut ist. Und danach habe ich mir dann noch eine Portion Pommes mit Chicken Nuggets gekauft. War relativ appetitlich mit dem Verkäufer, der Englisch konnte, hat ja auch eine kleine Konversation wieder geführt. Und weil aber die Portion nicht reichte, bin ich halt durch einen großen Stadtpark spazieren, der sehr angenehm war, habe ich halt wieder das Restaurant besucht, an dem ich schon am Tag zuvor gewesen bin. Nicht das Restaurant, das war halt diese Shisha-Bar mit Restaurant drin. Ja, die Shisha-Bar habe ich wieder aufgesucht und wollte dann mal was essen. Ich habe mich einfach dann überraschen lassen, was ich dann bekomme. Die haben mir was angeboten, ich habe gesagt, so ja, dann macht mal. Und das hätte ich nicht machen sollen, war nicht allzu lecker gewesen. Es war Schafsfleisch gewesen. Die meinten, das wäre halt was sehr Traditionelles und ich dachte, ja, traditionell ist gut, also probier es mal. Schafsfleisch, okay, der Preis war auch nicht allzu teuer und ich habe es gegessen und ich habe es einmal gemacht und ja, gut ist. Und ja, dann ging es dann halt wieder zum Hotel zurück und ich konnte wieder verschlafen. Montag, Tag 5, wieder spät aufgestanden. Ich habe mich mal dann wieder in den Norden bewegt, zur nördlichsten Metrostation, weil ich mal halt die Berge besichtigen wollte. Ich bin dann halt durch den gemütlichen Bazar von Tajrish gegangen, habe aber nichts gekauft da wieder, war aber sehr interessant, den Bazar wieder zu erblicken. Wollte dann, ohne dass ich weiß, wo die Seilbahn war, wollte ich halt mit der Seilbahn da hochfahren. Ich habe da, also in der Karte war irgendwie sowas eingezeichnet, ich glaube, das war eine Seilbahn, ich bin mir nicht so sicher gewesen. Und ich habe da halt versucht, eine kleine Abkürzung zu nehmen, das war aber wohl ein Reinfall gewesen. Ich habe da
fast eine ganze Stunde mich in eine Sackgasse bewegt und habe da eine Stunde Zeit verplempert. Natürlich wieder in großer Hitze, viel geschwitzt und meine Füße haben danach wehgetan. Es war alles vergeblich gewesen durch die Abkürzung. Naja, bin ich halt wieder den ganzen Umweg zurück. Durch einen anderen Weg halt möglichst weit hoch in den Norden in die Berge zu kommen. Und als ich dann irgendwann angelangt war, war es dann halt auch schon spät gewesen, also ich glaube gegen 6. Und ich wollte dann, also ich bin dann halt irgendwie hoch, also es war sehr angenehm dort gewesen. Wir haben da halt sehr viele hübsche Restaurants gehabt, ein paar Verkaufsstände. Es war eigentlich alles sehr hübsch eingerichtet, wie halt so ein Weihnachtsmarkt, halt nur im Sommer. Und in den Bergen so mit einer schönen Straße nach oben sah ganz niedlich aus. Aber irgendwann ging es dann nicht mehr weiter, es war nicht allzu groß, also bin ich halt nach 100 Metern dann wieder zurückgegangen, weil ich da auch nichts essen wollte. Ich dachte nämlich, dass es halt ziemlich teuer war, also bin ich halt wieder runtergegangen. Und da war halt noch so eine Seilbahnstation gewesen, aber die hatte anscheinend nicht mehr auf. Ich bin dann irgendwie trotzdem mit dem Fahrstuhl da hochgefahren. Die hatten tatsächlich dann nicht auf da bei der Seilbahn. Also die fuhr auch nicht, das hatte man auch unten gesehen. Aber da oben auf der Plattform hatte ich halt einen sehr, sehr schönen Blick auf Teheran gehabt, bei Sonnenuntergang. Das habe ich auch sehr genossen. Da habe ich mich auch fast eine Stunde aufgehalten, nur um halt diesen Ausblick zu genießen. Nebenan war dann halt noch ein gutes Restaurant gewesen. Und ich habe dann halt die ganze Zeit überlegt, gehe ich da jetzt da rein oder nicht. Bin da erstmal noch nicht reingegangen, weil ich da noch keinen drin gesehen habe, der dort isst. Nur halt die Kellner. Aber nachdem da halt doch einige Einheimische sich hineingewagt haben, bin ich dann einfach mal hinterher und habe es mir mal angeguckt. Also die Preise, ich habe mir schon gedacht, dass sie halt ein bisschen teurer sind. War auch zu erwarten, sie waren teurer, aber immer noch im angemessenen Bereich, also wie ein günstiges Restaurant in Deutschland. Und ich habe mir dann halt da einfach mal Cheeseburger mit Pommes bestellt und musste aber fast eine ganze Stunde warten. Aber das Ergebnis war gut, es war sehr üppig gewesen und hat auch sehr gut geschmeckt. Und von dort oben halt im Restaurant konnte ich auf der Terrasse halt nach wie vor den Ausblick auf Teheran genießen. Und als dann die Sonne untergegangen ist, gab es auch sehr angenehme Temperaturen. Ich habe fast sogar schon ein bisschen gefroren. Und nachdem ich da fein gegessen habe da oben für einen teuren Preis, ging es dann auch schon wieder zurück zum Hotel. Ja, Tag 6, Dienstag in Teheran. Langsam wird es ein bisschen langweilig dort. Aber juhu, der nette Hotelchef, der mir die Referenznummer besorgt hat, Mr. Musavi, ist wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt. Wir haben uns dann begrüßt, hat sich gefreut, dass er mich endlich sehen durfte, nachdem wir halt viel geschattet haben. Und er war dann halt total überrascht gewesen, dass ich noch da war. Er hat mir dann gesagt, so, don't waste your time in Teheran. Ja, hat er mir dann halt gleich was organisiert. Ich wollte dann eigentlich ans Kaspische Meer, aber das hat er nicht empfohlen, weil es halt zurzeit ziemlich voll sein soll. Also hat er mir halt gesagt, dass ich halt zur Reiseagentur gehen soll, die gleich nebenan war, und mir da ein Zugticket nach Rasvin am selben Abend noch besorgen sollte. Gut, das habe ich dann auch gemacht. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Also es waren halt schon ein paar Seiten halt über Rasvin in meinem Reiseführer drin. Also habe ich gesagt, so gut, ja, dann fahre ich da mal hin, wenn sie es mir empfehlen. Und Ticket gebucht, ohne große Probleme. Und er hat sich halt um ein Hotel für mich gekümmert. Und da aber der Tag noch nicht vorbei war, es war erst mittags, bin ich halt wieder in die Berge gefahren, wo ich halt auch schon am Tag zuvor gewesen war. Hab's dann halt diesmal wieder versucht, mit der Seilbahn da hochzufahren. Aber die Seilbahn hatte auch tagsüber, am Dienstag nicht auf. Sie ist nur am Wochenende auf, nämlich am Donnerstag und Freitag. Und ja, da wollte ich fast wieder enttäuscht den ganzen Weg zurückgehen. Also es war ein sehr anstrengender Weg und halt auch die ganze lange Fahrt mit der Metro. Aber ich habe mich da halt ein bisschen genauer umgeschaut und da führte dann doch noch eine kleine Gasse ein paar Meter weiter nach oben. Bin ich einfach mal drauf zugegangen und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Das wurde immer höher und der Weg wurde immer länger. Es ging also doch noch weiter und immer waren hier und da halt noch so kleine Restaurants und kleine Stände gewesen. Das wollte nicht aufhören. Also da bewegen sich halt die ganzen Leute hin, die diesen Ort besuchen.
Und ja, immer weiter, immer weiter, immer weiter und irgendwann hörte es dann auf und dann war ich dann halt auch schon in den Bergen gewesen. Und jetzt bin ich hier ganz alleine irgendwo in den Bergen an einer Wasserquelle und ja, ich hoffe, das Wasser kann man trinken. Ich habe mir jedenfalls ein paar Stücke davon genommen. Ich werde vielleicht versuchen, noch ein bisschen weiter nach oben zu klimmen. Ich bin auch nicht ganz so weit nach oben. Aber das ist halt ein anstrengender Weg und ich muss heute noch zurück zum Hotel und zur Eisenbahnstation, damit ich halt nach Rashkin kann, um dort mal eine andere Stadt zu besichtigen. Ab und zu waren mal halt da so ein paar Hirten gewesen, die ihre Esel mit ihrem ganzen Gepäck da fortbewegt haben. Ja, es gab einen sehr, sehr schönen Ausblick auf die Berge. Das habe ich sehr genossen. Das ist ein wunderschöner Ausblick hier, wie ihr vielleicht sehen könnt. In den Bergen und mit einem tollen Blick auch auf Teheran. Da. Ich bin echt froh, die Bergtour gemacht zu haben. Ich war zwar auf keinem Gipfel gewesen, aber es gab durchaus eine sehr, sehr schöne Landschaft zwischen den Bergen und man hat hier einen tollen Ausblick und ja, jetzt werde ich mich wieder herunterbegeben und mich zurück nach Teheran machen. Ja, hallo, heute habe ich Mittwoch, 11. September, zum ersten Mal Teheran verlassen und bin jetzt in Razvin. Das ist bis 1590, glaube ich, die ehemalige Hauptstadt des Persischen Reiches gewesen. Und ich bin hergekommen mit einem Schlafzug, ja, konnte aber nur 3 Stunden schlafen, weil wir dann auch schon da gewesen waren. Also von 23 Uhr bis morgens. Ich habe die Station fast verschlafen. Ich bin gerade so aufgewacht, zufällig. Und eine Minute später waren wir auch schon da gewesen, was mich total erschrocken hat. Dann musste ich meine Sachen schnell zusammenpacken und da schnell aus dem Zug raus, damit er nicht weiterfährt. Ohne dass ich draußen gewesen bin. Ich habe dann ein Taxi genommen und habe dann gleich hier im Hotel eingecheckt. Das Hotel hat für mich Mr. Musavi von meinem Hotel in Teheran gebucht. Ich werde mir jetzt die Stadt mal angucken und ich werde dann heute Abend noch wieder zurück nach Teheran. همیشه از این میترسم که دلت بگیره از من تو دلت بگیره قلبم تو کجا
تو کنار میذارم. اگه قصتو نبینم گریه کردنم بعیده، جز تو هیچ کس توی دنیا عشقای منو ندیده. به خودم فقط بگو که دلت از دنیا چی میخواد، تو همه خاطره هامی قبل تو یادم نمیاد. همیشه از این میترسم که دلت بگیره از من، تو دلت بگیره قلبم تو کجاها که نمیره. هیچی از دنیا Ich habe mir die Stadt Nasrin angeschaut. Es gibt durchaus da ein paar hübsche Sehenswürdigkeiten. Da ist auch eine Pilgerstätte, wo ein Mausoleum eines Imams ist aus dem 9. Jahrhundert. Und auch an sich ist es auch wesentlich ruhiger als natürlich in diesem riesigen Teheran gewesen. Es war durchaus sehenswert, man hat noch was anderes gesehen. Und nachmittags um 5 Uhr habe ich wieder den Zug zurück nach Teheran genommen. Und da muss ich sagen halt, dass Bahnfahren in Iran übelst günstig ist. Ich habe weniger als 2 Euro bezahlt für 145 Kilometer hin und zurück. Also insgesamt fast 300 Kilometer. Für weniger als 2 Euro, und auf der Hinfahrt gab es noch eine Flasche Wasser und auf der Rückfahrt sogar noch ein Stück Kuchen und ein Tetrapack Orangensaft. Und ich glaube, selbst das kostet insgesamt fast schon 2 Euro. Also Zugfahrt war wirklich günstig. Also Hinfahrt war halt mit Schlafzug gewesen und Rückfahrt halt mit einem ganz normalen Zug. Wobei ich sagen muss, da wo ich gesessen habe, das war fast wie in Deutschland erste Klasse. Und ich hatte durchaus einen netten Blick auf das iranische Land gehabt. Heute haben wir Donnerstag in der zweiten Woche. Ich bin jetzt also insgesamt eine Woche in Iran. Nochmal, um auf gestern zurückzukommen. Als ich dann wieder zurück gewesen bin und wieder zurück ins Hotel wollte, das Hotel Firozeh, wo ich die letzten 5 Nächte geschlafen habe, hat leider kein Zimmer mehr frei gehabt. Und so hat mir Herr Musavi ein anderes Hotel rausgesucht, hier nur 100 Meter weiter. Und jetzt bin ich halt hier und ich sag mal halt so Notunterkunft, ne? Weil es war zwar billig, 10 Euro, aber es ist nicht gerade das Hübscheste. Ja, der Fußboden ist nicht mehr ganz so sauber und Gemeinschaftsduschen und kein Internet und kein Kühlschrank. Ja, also ich versuche jetzt wieder im Hotel Firozeh einzuchecken, wenn da jetzt wieder ein Zimmer frei ist. Die heutige Mittags- und Nachmittagszeit war nicht besonders spannend gewesen. Ich habe versucht, ins Museum zu gehen, dieses Juwelenmuseum, aber die haben an dem Tag leider zugehabt. Und in den zoroastrischen Feuertempel wollten sie mich nicht hereinlassen. Sie haben gesagt, ich könnte erst morgen wieder vorbeikommen. Und deswegen bin ich einfach mal ein bisschen wieder herumspaziert, wie immer. Ich habe mir eine iranische SIM-Karte gekauft für teures Geld. Also ein halber Euro war aufgeladen da und 10 Euro hat sie insgesamt gekostet. Ich glaube, in Deutschland kriegt man sogar noch 10 Euro, manchmal sogar noch mehr Guthaben da drin. Und mein Guthaben war gerade mal ein halber Euro. Aber gut, ich habe es jetzt einfach gekauft, weil ich jetzt eine iranische SIM-Karte gebraucht habe. Und danach ging ich halt in ein Selbstbedienungsrestaurant, wo ich mir da eine Cola und Chilo Kebab gekauft habe für 6 Euro, was für iranische Verhältnisse schon ein großer Preis ist. Ja, und danach wollte ich halt wieder weiter spazieren in Richtung Süden. Da haben mich da 2 Leute aufgegriffen, nachdem sie gesehen haben, dass ich da einen Touristenführer in der Hand halte. Haben die gesehen, dass ich Ausländer bin oder Tourist bin, ja. Und dann haben sie mich aufgegriffen und sich mit mir unterhalten. Also Vater und Sohn. Der Vater konnte kein Englisch, aber der Sohn. Und wir haben sehr viel über Politik gequatscht und über Iran und über Deutschland und naja, ne, wie es halt so ist. Wir saßen da locker 2-3 Stunden im Park, im Stadtpark da drin und haben ja, viel geplauscht. Sehr interessantes Gespräch gewesen. Ich
habe auch viel über so das iranische Leben und das Leben mit dem Alltag und mit der Politik halt auch. Darüber haben wir uns halt unterhalten, war sehr interessant. Eis haben wir noch gegessen und danach ging es halt zur Geburtstagsparty von Hossein. Also das war ja der Neffe von Sima und Mohammed, die ich am ersten Tag kennengelernt habe. Die haben mich wieder eingeladen und ich habe sie nach einer Woche mal wieder gesehen. Und es war sehr nett gewesen da. So locker 20 Leute waren wir gewesen. Ein paar Kinder waren auch dabei. Eine sehr nette Party. Ich habe endlich mal so kennengelernt, wie halt sich Iraner halt zu Hause treffen und feiern und zusammen Abendessen. Das Abendessen war sehr, sehr lecker gewesen. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ein paar von denen konnten auch Englisch, also von den Gästen, und mit denen konnte ich mich auch noch ein bisschen unterhalten. Ein wirklich sehr gelungener Abend. Und dann geht's nach Shiraz. Ja, ich sitze jetzt hier im Schlafzug nach Shiraz. Ich bin hier mit einer Frau und zwei Mädchen hier drin. Sie hatte anscheinend Probleme damit gehabt, dass ich jetzt hier noch als männliche Person noch dazu im Abteil bin und hat dann viel mit dem Schaffner herumgeredet und
mit den Benachbarten-Abteilungen, hat auch noch mein Ticket gefragt und geguckt, ob das überhaupt stimmt, dass ich jetzt hier bin. Aber ja, es stimmt alles und ja, sie hat jetzt damit abfinden müssen, dass sie halt mit mir halt in einem Zug drin ist. Ich habe mich natürlich hier möglichst zurückgezogen, bin nach oben gegangen, eine Etage nach oben, habe mich ziemlich ruhig verhalten. Und, wahrscheinlich als Entschuldigung dafür für den ganzen Trubel hier und dass ich mich nur zurückhalte, hat sie mir 2 Baguette gegeben, was ziemlich nett von ihr war. Ganz lecker. Es gibt hier nicht wirklich Abendbrot, wir haben hier nur so ein Stück Kuchen und Flasche Wasser und Orangensaft. Und jetzt bin ich irgendwie satt geworden, das ist sehr nett von ihr, sehr aufmerksam. Und ich werde mich jetzt weiterhin hier zurückhalten. Ich habe 16 Stunden Zugfahrt vor mir. Und ja, das wird ein langer Weg bis nach Shiraz. Ich muss hier also auch über Nacht schlafen. Die Dusche wird hier mir leider fehlen. Und ja, aber ich werde es aushalten und morgen früh bin ich halt in einer ganz anderen Stadt. Freitag, der 13. September war nicht allzu spannend gewesen. Nachdem ich mal wieder ausgeschlafen habe, wollte ich noch eine Synagoge in Teheran besuchen, habe sie aber leider nicht gefunden. Aber da an der Metrostation war halt gleich eine Moschee gewesen und da sind halt jede Menge Leute hingepilgert und komischerweise auch in kurzen T-Shirts, was mich ziemlich verwundert hat, weil Moscheen besucht man jetzt eigentlich nicht mit kurzen T-Shirts. Und da sind ganz viele Leute hingepilgert, halt Freitag, ne, ist ja der heilige Tag, wie Sonntag in Europa, Freitagnachmittag. Und da sind viele Leute hin und da dachte ich jetzt, gut, wenn die halt einen kurzen T-Shirt in eine Moschee gehen und ich auch hier kurzärmlich hier bin, dann gehe ich einfach hinterher. Und da war halt die ganz große Moschee gewesen, aber sie war halt irgendwie im Umbau, also nicht nutzbar. Und dann dachte ich, da gehen sie halt irgendwo anders, da über einen Hintereingang herein. Und da dachte ich wirklich, sie wollen da beten oder so? Nein, es ging erstmal schön in eine Elektronikmesse. Durchaus erstaunt gewesen, was sie da so alles angeboten haben. Es war jedenfalls sehr interessant, auch im Iran mal eine Elektronikmesse anzuschauen. Jedenfalls sieht man auch da, ja, es gibt schon einen gewissen Reichtum. Man kann sich durchaus ja, wertvolle Elektronik leisten. Und ich habe da zum ersten Mal auch einen 4K-Fernseher gesehen, war durchaus sehr, sehr interessant. Ja, die Frau mit den 2 Kindern im Zugabteil wollte natürlich nicht, dass ich als Mann mit ihr eine Kabine teile. Und von daher war sie halt immer halt nett gewesen und hat was zu essen gegeben. Das war wahrscheinlich eine aus Entschuldigung nette Geste, denn ich musste nachher das Abteil wechseln, weil es halt wirklich nicht ging. Gut, ich war zwar nicht besonders begeistert davon gewesen, jetzt wieder den Koffer runterzuholen und da jetzt alle Sachen ein neues Abteil zu schieben. Und das habe ich aber dann gemacht. Und da hat sich eine ältere Frau, also es war wieder eine ältere Frau, die sich da geweigert hat, dass ich da reinkomme, wegen welchen Gründen, die ich nicht verstanden habe. Aber ich bin da erst mal rein. Und dann konnte ich wieder verschnaufen und nach einer Stunde, nachdem da in einer nächsten Station wieder 2, 3 Frauen wieder reingekommen sind, musste ich das Abteil wieder wechseln. Und dann war ich halt schon ziemlich sauer gewesen, denn ich musste nochmal meinen Koffer runterholen, schwitzen durch die Abteile gehen. Und der hat mir am Anfang nicht mal beim Tragen geholfen, also sehr unverschämt, dass sie mich sogar ein zweites Mal wieder rausschmeißen. Und ja, dann hatte ich halt ein neues Abteil, da waren jetzt nur noch Männer drin gewesen, habe ich mich wieder zurückgezogen. Nur nach einer kurzen Zeit wollten sie aber trotzdem mit mir reden gerne, sie haben mir was zu essen angeboten, Obst und sie konnten zwar nur ein paar Worte Englisch, also wirklich keine ganzen Sätze, aber sie haben durch Hände und Füße und Google-Übersetzer und ihren paar Brocken Englisch halt versucht, mit mir Konversation zu führen. Bis nachts um 12 war ganz nett gewesen. Ja, am nächsten Morgen wieder aufgestanden, es gab Frühstück im Zug, Tee, Schafskäse und Fladenbrot, Konversation geführt. Wir haben nachher noch zusammen Fotos gemacht und um 11 Uhr waren wir dann in Shiraz da.
Ich habe dann ein Taxi mir besorgt und der Taxifahrer konnte gutes Englisch durchaus, also man konnte sich mit ihm unterhalten. Ich habe die Empfehlung von Mr. Musavi angenommen und habe dann das Hotel aufgesucht, das er mir empfohlen hat. Sehr hübsches Hotel, es ist sehr traditionell eingerichtet, also die Zimmer so noch wie so eine Hobbithütte und ein schöner Garten mittendrin und da kann man sich auch hinsetzen und was essen. Habe nachher Mittag gegessen. Der Taxifahrer hat mir angeboten, mich morgen durch Persepolis und noch eine andere Attraktion zu führen den ganzen Tag für $30 und danach werde ich dann halt den Anschlusszug nach Isfahan nehmen. Nachdem ich im Hotel sehr gut gespeist habe, bin ich auf Erkundungstour in Shiraz gegangen und wie ihr hier seht, habe ich einen ganz tollen Platz, eine ganz tolle Aussichtsplattform in der auf Shiraz. Die Sonne ist gerade untergegangen und die Lichter gehen jetzt an. Ich war noch im Museum gewesen und in der Festung von Shiraz. Sehr interessant, sehr angenehm. تو اگه میخوای نمونی چرا آتیش میسوزونی چرا این دل خرابو تو به هر جایی دلت خواست میکشونی نداره من تمام تیکه های زندگیمو با تو شیدم همه وجودمه این که به دستای تو میدم تو اگه میخوای نمونی چرا آتیش میسوزونی چرا این دل خرابو تو به هر جایی دلت خواست میکشونی
Ja, ich bin heute Morgen nach Persepolis aufgebrochen mit dem Taxi. Vorher habe ich noch Nekropolis besucht. Sehr beeindruckend, sehr interessant, sehr viel Geschichte, die man hier miterleben kann. Schade, dass das halt alles hier schon kaputt ist. Aber es ist immer noch beeindruckend. Es war wahrscheinlich ein sehr schönes, monumentales, architektonisches Meisterwerk. Es sind zwar nur 29 Grad draußen, ja, aber wenn man dann die ganze Zeit in dieser gleißenden Sonne sich aufhält und hier umher spaziert, dann ist es doch schon ziemlich anstrengend. Ich fange jetzt meine 3. Wasserflasche an, nach gerade mal 3-4 Stunden. Heute geht es mit dem Bus noch nach Isfahan. Ich hoffe, ich komme gut heil an. Jetzt werde ich mir jetzt noch so die letzten Dinge dieser Städte anschauen. Bis zum nächsten Kommentar. Persepolis war toll. Das war eigentlich auch der Hauptgrund gewesen, weswegen ich nach Schiraz wollte und deswegen da auch nur einen Tag gebucht habe. Das habe ich allerdings bereut, denn Schiraz ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Oriental und modern zugleich und nicht so heftig mit dem Verkehr wie in Teheran. Und deswegen ging es am gleichen Tag auch gleich wieder nach Persepolis. Weiter nach Esfahan, wieder zurück in den Norden, wieder Richtung Teheran. 7 Stunden Busfahrt hatte ich gehabt. Mein Taxifahrer hat mir gesagt, dass es halt ganz einfach wäre, einen Bus zu bekommen. War aber dann halt doch nicht so einfach gewesen. Aber nach 20 Minuten haben wir halt noch einen Bus gefunden, der mich ausnahmsweise noch mitgenommen hat. Da war noch ein Platz frei gewesen. Der hält eigentlich nicht in Isfahan, aber weil er trotzdem hier vorbeifährt, macht er eine Ausnahme. War ganz nett gewesen. VIP-Bus. Der Preis, der war knapp 7 €. Man konnte seine Beine schön ausstrecken, genug Platz hatte man. Es gab noch einen kleinen Snack dazu, Getränke. Aber 7 Stunden hat das gedauert, um nach Isfahan zu kommen für 460 Kilometer. Das ist ein bisschen viel. Die haben oft gestoppt wegen irgendwelcher Gründe und sind dann nachher wieder weitergefahren, keine Ahnung warum. Zwischendurch gab es noch einen Stopp, wo wir halt wegen der Polizeikontrolle anhalten mussten und weil ich der einzige Ausländer im Bus gewesen war, haben die halt meinen Pass unter die Lupe genommen und zwar ganz besonders genau, so hat schon mehrere Minuten gebraucht da, hat wahrscheinlich da jedes einzelne Detail meines Reisepasses durchschaut und dann musste ich ja noch raus zum Polizisten, also er fragte mich, ob ich Englisch könnte, meinte ich ja und dann hat er gefragt, ob ich auch Farsi könnte, meinte ich nein und dann hat er mir den Pass wiedergegeben und ich konnte wieder in den Bus rein. Wenn ich wahrscheinlich ja gesagt hätte, Farsi, hätten sie wahrscheinlich mit mir ein Verhör durchgeführt, der aber wahrscheinlich gar kein Englisch konnte. Hat das nachher sein lassen. Also gar nicht mal so schlecht. Ja, und jetzt bin ich hier in einem neuen Hotel. Es ist einigermaßen sauber, ziemlich einfach eingerichtet, aber sauber, das ist wichtig. Nicht allzu teuer. Ich habe jetzt ganz schöne Kopfschmerzen, weil ich glaube, ich habe zu wenig getrunken, war den ganzen Tag in der Sonne gewesen. Und dann geht es dann halt morgen halt in die Stadt von Isfahan, die ich mir mal anschauen werde. Bis zum nächsten Kommentar. بیا بیا پیشم من دیوونه عاشق تر از همیشم آره بیا 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 پیشم اگه نباشی تو دنیام تنها میشم
Ja, Montag war der vorletzte Tag im Iran gewesen. Es gab mal wieder Fladenbrot, Schafskäse und schwarzen Tee zum Frühstück. Im Hotel, ich bin extra mal früh aufgestanden, damit ich viel erleben kann. Und ja, dann ging es erstmal raus in die Stadt von Isfahan. Und ich habe mir zunächst mal beim nächstgelegenen Reisebüro, der auch im Reiseführer aufgeführt gewesen war, dort habe ich mir ein Busticket zurück zum Flughafen nach Teheran besorgt. Die Bestellung verlief ohne Probleme, ja, Reiseagenturen, die können auf jeden Fall Englisch dort. Danach wollte ich eine Synagoge aufsuchen, die sich in der Nähe des Hotels befinden sollte. Da die Karte aber in meinem Reiseführer ziemlich ungenau gewesen war, war es nicht ganz so leicht zu finden. Und letztendlich habe ich die Synagoge auch nicht gefunden und ja, dann bin ich halt weiter ins jüdische Viertel gegangen, um dort halt vielleicht mal zu sehen, wie die Juden im Iran leben. Ja, das war ein ganz normales Wohnviertel gewesen. Mit ein bisschen orientalischen Touch, ja, aber ganz normales Wohnviertel, abseits des riesigen Verkehrs. Dann habe ich mir noch allgemein so das Stadtbild ein bisschen angeguckt. Ich bin von einer Straße in die andere hineinspaziert und habe mir einfach alles angeguckt. Ja, und dann war dann auch schon Mittagszeit und ich bin halt in ein Restaurant gegangen, auf Empfehlung meines Reiseführers, in dem ich ganz gut gespeist habe. Es war sehr lecker gewesen. Ja, und nach dem Restaurantbesuch ging es dann auch schon gleich in den großen Bazar von Isfahan. Ich bin dann noch mal ein bisschen durchgeschlendert, um halt zu gucken, was ich mir nachher als Souvenirs kaufe, die ich nachher nach Deutschland mitnehmen kann. Ja, und als ich aus dem Bazar herausgekommen bin, stand ich überrascht dann auch schon am ganz großen Imamplatz. Der Imamplatz ist zum einen Weltkulturerbe der UNESCO und zum anderen der zweitgrößte Platz der Welt. Dort hat die persische Elite früher ihre Polospiele durchgeführt. Von den Einheimischen wird der Platz heute vorwiegend zum Picknicken benutzt. Und ja, und die Touristen haben halt einen wunderschönen Ausblick. Die Tageszeit von 2 Uhr mittags war zum Besuchen ein wenig ungünstig gewesen, denn die Sonne hat dann ganz schön geprallt und Schattenplätze gibt es nicht ganz so viele dort. Deswegen habe ich mich dann schnell wieder in den Bazar zurückgezogen und wollte mir den Platz nochmal nachmittags angucken, wenn die Sonne dann schon ein bisschen weiter unten steht. Im Bazar drin selbst hat mich dann gleich ein Schatullenhandwerker aufgegriffen gehabt. Der hat auch ein bisschen Deutsch gesprochen, hat mir gezeigt, was er dann so bastelt, mit dem Vorwand natürlich mir etwas zu verkaufen. Und ja, das waren sehr hübsche Schatullen gewesen und ja, er hat mich dann überredet, eine Schatulle zum Preis von 10 Euro zu kaufen. Das Interessante war gewesen, dass er auch schon mal in der Süddeutschen Zeitung gewesen war. Er hatte da einen Ausschnitt von der Süddeutschen Zeitung des Jahres 2005 ausgeschnitten gehabt und sich da fein säuberlich da stolz aufgehängt und hat mir den Artikel auch nochmal gezeigt. War ja ganz stolz drauf. Und nur wenige Minuten später, gleich nebenan, hat mich wieder jemand angesprochen. Ich glaube, das war auch auf Deutsch gewesen, der konnte auch ein bisschen Deutsch. Das war ein Tischdeckendrucker gewesen und er wollte mir mal zeigen, was er da so mache. Und dann bin ich ihm einfach mal aus Neugier gefolgt. Ja, da war halt einer seiner Mitarbeiter gewesen, der da eine Tischdecke gedruckt hat. War ganz interessant gewesen, wie das so alles funktioniert. Man hat da sowas noch nie vorher gesehen. Ja, man sieht da, dass da sehr, sehr viel handwerklicher Arbeitsaufwand hintersteckt. Dann kam da noch eine deutsche Reisegruppe rein, die ich hören konnte. Und habe ich sie dann einfach mal so ganz spontan angesprochen gehabt, natürlich in Deutsch, was sie natürlich angenehm überrascht hatte. Und für mich war es auch eine sehr angenehme Begegnung gewesen, mal wieder in der Heimatsprache sprechen. Und ein Kollege, der Tischdeckenmacher, der konnte auch gutes Deutsch und der hat das auch alles mal auf Deutsch erklärt gehabt. Das war auch sehr, sehr hilfreich. Ja, und nachdem der Tischdeckenhändler für mich einen sehr, sehr guten Preis heruntergehandelt hat von 23 Euro für stundenlange handwerkliche Arbeit, habe ich dann die Tischdecke dann für 23 Euro genommen. Es ist ja auch ein wirklich sehr, sehr schönes Souvenir. Die deutsche Reisegruppe mit überwiegend Seniorinnen hat mich dann nachher zum Tee eingeladen und dann sind wir in ein traditionelles Teehaus am Bazareingang gegangen und haben gemütlich Tee getrunken. Dann habe ich mich halt mit den Deutschen ein bisschen ausgetauscht und erzählt, was ich so alles erlebt hätte, und ich habe sie gefragt, was sie so alles gemacht hätten schon bereits und was man hier noch sehen konnte in Isfahan.
ja, haben wir schön Tee getrunken und danach uns wieder verabschiedet. Ich bin dann im Bazar noch ein wenig Souvenirs einkaufen gegangen. Nachdem ich kurz noch mal im Hotel gewesen war, ging es dann noch mal auf den Imamplatz raus. Es war dann schon abends gewesen, die Lichter gingen dann langsam an. Es war eine sehr romantische Stimmung gewesen. Und ich habe da ganz viel fotografiert und den Ausblick dort genossen. Dann haben mich noch ein paar Männer zum Tee eingeladen auf ihrer Picknickdecke mitten auf dem Imamplatz. Auch nochmal eine ganz schöne Erfahrung. Als ich dann wieder weitergegangen bin und ein bisschen noch fotografiert habe, hat mich dann plötzlich ein junger Mann angesprochen und mich gefragt, sprechen Sie Deutsch? Und das hat mich sehr überrascht. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, aber er konnte nicht wirklich Deutsch. Das war eigentlich nur Kundenfang gewesen, denn er wollte nicht mit mir wirklich eine Konversation führen, sondern eigentlich mir einen Teppich verkaufen. Es war ein Teppichverkäufer gewesen. Er hat mich dann erstmal zu seinem Stand im Bazar geführt und mich zum Tee eingeladen. Die wollten mir dann auch einen Teppich andrehen, aber ich wollte dann nichts mehr ausgeben für einen Teppich. Dann bin ich noch zu den Brücken Isfahans gegangen, die auch sehr berühmt sind. Die sind des Nachts beleuchtet, ganz hübsch, sind auch sehr antik. Einige sind schon mehrere hundert Jahre alt und stehen immer noch. Was ein bisschen schade war, ist, dass das Flussbett ausgetrocknet gewesen ist. Die Regenfälle waren in den letzten Jahren sehr gering gewesen und das Wasser des Flusses wird auch wirtschaftlich ausgebeutet und da war halt nichts mehr drin im Fluss. Das ist das erste Mal, dass ich einen Fluss gesehen habe, wo nichts mehr drin ist und es so trocken war, dass man sich sogar getraut hat, auf dem Fluss zu spazieren oder auf dem Flussbett. Dann ging es halt nochmal wieder zurück in die Stadt. Was bei Isfahan sehr auffällt, ist, dass ganzjährig in den ganzen Straßen Lichterketten aufgehängt sind und somit das ganze Jahr über eine sehr, sehr schöne Stimmung abgeben. Fand ich ganz toll. Und weil ich Hunger hatte, begab ich mich zu einem Hotdog-Stand. Die Verkäufer, die konnten dort ein bisschen Englisch und haben mir für €1 einen sehr, sehr leckeren großen Hotdog zubereitet und bin mit meinem Hotdog nochmal in einen Garten bzw. Park gegangen und dann konnte ich in nächtlicher Parkstimmung mein Hotdog genießen. Dann war es auch schon 11:30 und ich begab mich zurück zum Hotel, um mich für den nächsten Tag auszuruhen.
heute ist mein letzter Tag in Iran. Nach dem Frühstück im Hotel bin ich zur berühmten Jam-Moschee gegangen. Und danach habe ich noch ein Restaurant besucht und wollte noch hier ein Museum besuchen. 2 sogar. Die hatten aber beide irgendwie zugehabt oder anscheinend habe ich den Eingang nicht gefunden. Jetzt sitze ich hier im Park, genieße mein letztes iranisches Bier. Und dann geht es auch schon zurück zum Hotel. Ich werde meinen Koffer holen, zum Bus im Bahnhof fahren und da wird mich der Bus halt zum Flughafen nach Teheran bringen und dann geht es wieder zurück. Die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes waren durchaus angsteinflößend gewesen. Und obwohl ich wusste, dass da vieles nicht stimmte oder einfach sehr übertrieben gewesen war, bin ich trotzdem mit einem mulmigen Gefühl in den Iran eingereist. Aber wie ihr seht, bin ich gesund und heil wieder angekommen und bringe sehr, sehr viele schöne Erlebnisse und Erfahrungen mit. Auch bin ich froh, dass ich diese Reise allein angetreten bin, denn das hat die ganze Sache noch zu einem viel größeren Abenteuer gemacht. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch dadurch auch ein bisschen mit in den Iran mitnehmen und ich kann jedem nur empfehlen, dieses Land selbst einmal zu bereisen. Es ist wunderschön und man kommt mit ganz tollen Eindrücken wieder zurück nach Hause. Vielleicht sieht man sich bei einem nächsten Reisebericht wieder.
So, bin wieder heil angekommen in Deutschland. Geht doch, ich hab's doch gesagt.